Hallo, guten Morgen, liebe Leute. Der zweite Flug unserer Tour dem Rhein entlang, von der Quelle bis zur Mündung, steht an. Ich bin hier mit dem Helikopter H160 auf dem Flughafen Altenrhein, St. Gallen am Bodensee. Und hier geht der Hochrhein bis nach Basel. Und diese Strecke wollen wir heute bewältigen. Die erste Aufgabe, die wir haben, ist, den Heli in Betrieb zu nehmen. Also gehen wir mal ins Cockpit. Da ist noch alles dunkel und kalt, außer dem Tablet. Das ist bereits hier und da können wir verschiedene Einstellungen schon machen. Aber es geht jetzt mal darum, diese Maschine, ein sehr moderner Heli mit einer guten Leistung, das in Betrieb zu nehmen. Also, die Batterien, Batterie 1, 2, dann die Generatoren und den Emergency Generator. Wir können externe Power darauf nehmen und schauen nun mal, was da ist. Power-Up-Test ist okay. EPU ist connected. Also, da geht's nochmal ins Overhead Panel. Da schalten wir die nächsten Sachen ein und testen alle Audio test. Lampen. Dazu kommt, ich muss erstmal den Sound noch richtig einschalten auf meinen Kopfhörer. Habe ich nicht. Jetzt ist das da. Also die Lampen und Audio wird getestet. Hier ist auch alles jetzt mal beleuchtet. Und dann können wir den wieder ausschalten. So. Dann gehen wir wieder zurück ins Cockpit. Schalten hier die weiteren Sachen ein. Die Liste der Nachrichten bestätigen wir. Nehmen das mal weg. Da ist soweit mal alles vorbereitet. Der Kompass. Wir haben hier 4 Grad Richtung und das sollte hier beim diesem Kompass auch der Fall sein. Das sieht gut aus. Dann der Höhenmesser. Wir haben eine Einstellung mit einem Setting mit wenigen Wolken. Das Live-Wetter ist im Moment nicht gut, da der Luftdruck ist bei 1013. Das ist einer der Standardluftdruck, den lassen wir mal so. Und haben den hier so gesetzt. 1013. Das muss bei allen 3 Höhenangaben stimmen. Dann auch beim Standby. Das ist auch in Ordnung. Wir brauchen im Moment keine weitere Einstellung bei Luftdruck.
zu nehmen. Dann kommt die Frage der Beleuchtungseinstellungen, Positionslicht. Da machen wir mal die rote Antikollisionslampe an, wenn wir den in Betrieb nehmen. Dann ist da noch Emergency Exit, wird gearmt. Das können wir mal alles so lassen. Dann Wetterradar machen wir mal Test. Und nachher auf Standby. So. Die Loads, die lassen wir ausgeschaltet. Die fliegen zwar über den Bodensee und über den Rhein, aber die lassen wir so. Scheibenwischer ist ausgeschaltet. Dann die diese Warnung und dann können wir mal den Flugplan laden. Mache ich noch bevor die Triebwerke gestartet werden. Von Altenrhein nach Basel. Das ist in Ordnung. Der Transponder. Wir machen eigentlich einen Visual Flight. Also Visual Flight Rules lassen wir so stehen. 3000 Fuß Höhe ist auch gut. Da ist die Karte, wo man das sieht. Das ist auch in Ordnung. Der Flugplan ist hier drauf. Kann ich hier ebenfalls, die lassen wir noch stehen. Die lassen wir noch so, mache ich später. Jetzt im Overhead Panel mal die Hilfspumpe einstellen, damit wir sehen können, ob die Steuerelemente funktionieren. Dazu braucht es Hydraulikdruck. Das ist soweit alles in Ordnung. Jawohl. Die lassen wir. Dann geht die Pumpe wieder aus. Und jetzt starten wir die Triebwerke. Also, Triebwerk 1. Der Rotor beginnt sich zu drehen. Und hier können wir da sehen, Start ist hier aktiviert. N1 beginnt zu steigen und die Temperatur, das Auslasstemperatur steigt auch. Der Rotor dreht sich. Start ist deaktiviert. Idle. Der Rotor, das Getriebe, das beschleunigt sich ebenfalls. Der Torque beginnt jetzt dann nächstens auch zu steigen. Jetzt, jawohl, Hydraulik. Master Gearbox, Engine, Öl, das ist alles gut. Der sollte bis 80% steigen, sich stabilisieren. Wir können noch schauen, ob wir
die Klimaanlage einstellen sollen. Hier. Kabine. Cockpit. Wie viel? 22 Grad, das ist okay, das lassen wir so. Also, das ist alles gut. Jetzt starten wir das Triebwerk 2. Start ist aktiviert. Es beginnt zu starten. TOT ist gut. N1 ist soweit gut. Jawohl. Die sollten sich synchronisieren. Jawohl. Das ist in Ordnung. Also jetzt Collective Minimum sein. Cyclic, Stick und all diese Sachen. Jawohl. Dann gehen wir mal hier zum Autopilot-Panel. Schauen, dass das in Ordnung ist. Wir schalten das alles mal ein. Im Overhead Panel Preflight. Und jetzt muss hier Preflight Test, der muss okay sein. Kommt nach einer gewissen kurzen Zeit. Jawohl. Und jetzt Autopilot aus und wieder ein. So, jetzt können wir die externe Power wegnehmen und schalten jetzt die beiden Triebwerke auf Flug und sichern die. Da ist alles bestens. Landelichter kommen dann nachher, die müssen wir noch anstellen. Also, die Parking Brake ist gesetzt. Das ist alles in soweit mal mit dem Start. Da machen wir jetzt gleich noch den Autopiloten fürs Abheben bereit. Der hat eine Automatik, die einem hilft. Das ist hier mit einem Helipad Takeoff mit einer Entscheidungshöhe. Gehen wir auf 160. Helipad Takeoff ist aktiviert. Also.
Dann ist hier alles bereit, damit wir hier abheben können. Wir fliegen erstmal Richtung Osten. Wir haben praktisch keinen Wind. Unser Flugplan geht natürlich nachher nach Westen, Richtung Basel. Aber wir fliegen erstmal Richtung Bregenz, um da nochmal die Rheinmündung zu besuchen und dann noch die Zuflüsse in den Bodensee, die hier daherkommen. So. Es geht los mit einem Hover. Dazu stelle ich hier auf die Hover-Einstellung. Das ist die Einstellung, wo wir die Details besser sehen. Und wir versuchen mal da vom Boden wegzukommen. Das ist soweit gut. Hier ist das zu sehen, wie das läuft. So, jetzt sollte dieser Heli von selbst in eine rückwärtige Lage steigen. Jetzt beginnt er zu steigen. Und in dem Moment, wo wir die Entscheidungshöhe 160 haben, jawohl, geht das nun normal und ich kann bereits den Autopiloten für unseren Flugplan, GPS-Flugplan einplanen. So, das ist zwar nicht in die Richtung, sondern ja, das ist diese. Das ist gut. Jetzt machen wir mal hier die Höhe. Da steigen wir gleich auf 3000 Fuß. Wir können das Fahrwerk einfahren. Die Parkbremse, die für diesen Start gesetzt war, lösen wir und die Einstellung High ist in Ordnung, automatisch ausgeschaltet. So, wir sind unterwegs. Also, alles bestens. Die erste Flughöhe ist jetzt 2500 und wir steigen auf 3000. Die Geschwindigkeit ist jetzt bei etwa 75 Knoten. Das ist die beste Steiggeschwindigkeit. Wir fliegen Richtung Bregenz. Das ist hier der Pender. Hier sieht man den Rhein. Den können wir mal auch in dieser Einstellung sehen. Der alte Rhein hier mit dem Eselschwanz. Das ist natürlich auch ein Zufluss vom Bodensee. Hier ist der Rohrspitz.
Campingplatz. Da ist Fussach und hier der kanalisierte Rhein, der bis hier in den Bodensee mit Dämmen geführt wird. Den sehen wir jetzt nochmal. Dann biegen wir ab, im Prinzip Richtung Lindau, auf die andere Seite des Sees. Hier nochmal ein schöner Blick jetzt über den Rhein. Man kann hier auf den Dämmen weit hinauslaufen. Es gibt eine kleine Bahn, mit der man fahren kann. Jetzt sehen wir diese Rheinmündung sehr, sehr schön. Da ist Hart und da kommt die Bregenzer Ach. Einer von vielen, vielen Zuflüssen in den Bodensee. Diese Zuflüsse kann ich nicht alle erwähnen. Es gibt ein Dokument auf Wikipedia, das diese alle auflistet. Das ist interessant und das empfiehlt sich zum Studium. Mal anschauen, woher das viele Wasser, das den Rhein speist, woher diese Flüsse alle kommen. Also, nochmal ein Blick Richtung Bregenz. Die Bregenzer Ach, jetzt gleich hier. Und unser Flug geht da hinüber. Richtung Lindau. Lindau Insel und Lindau auf dem Festland. Wir sind auf 3000 Fuß Höhe. Ich werde jetzt beschleunigen. Unsere Reisegeschwindigkeit, die ist etwa 138 Knoten angezeigte Fluggeschwindigkeit und das sind etwa 255 Stundenkilometer. Das ist also eine anständige Geschwindigkeit, die wir hier erreichen. Allerdings muss ich jeweils etwas zurückgehen mit der Geschwindigkeit, wenn wir navigationsmäßig schwierige Stellen haben. Lindau Insel mit der Straßenbrücke, mit der Bahnbrücke und dem Bahnhof selbst hier. Der Hafen mit der Einfahrt mit dem Bayerischen Löwen. Verschiedene Türme, Kirchen, die Altstadt. Sehr, sehr interessantes Städtchen. Es geht hier Richtung Bad Schachen, dann Richtung Wasserburg, Friedrichshafen. Ja, der Bodensee in seiner ganzen Pracht. Zuflüsse auf der Schweizer Seite sind alle eigentlich klein, weil das meiste aus dem Alpstein geht entweder in die Sitter, dann in die Thur oder direkt in die Thur vom Sentis-Gebiet, Kurquelle in Tockenburg, oberhalb Wildhaus, in den Rhein fließt das Wasser alles erst mit der Thur. Die Thurmündung, die werden wir sehen.
Also, jetzt ist die Geschwindigkeit von 138 Knoten eingestellt. Der Heli beschleunigt. Hier sieht man das gut. 139, 140. Ja. So, das ist okay. Ich werde jetzt hier noch die Navigation einstellen. Sehen wir den ganzen Flugplan. Etwas mehr Kontrast. Und das ist gut so. Also hier kommt nun der erste größere Zufluss, die Argen. Der Ort hier ist Kressbronn mit einer großen Schiffswerft. Hier ist Langenargen. Hier das Goren, da ist ein großer Campingplatz. Hier die Argen, die hier aus dem Allgäu in den Bodensee fließt. Langenargen, schön gelegen, direkt gegenüber von Arbon. Hier die Schiffsanlegestelle. Hier das Schloss Montfort. Leider ist das Restaurant seit einigen Jahren geschlossen. Der Sand ist im Hintergrund, wenn man zurückblickt. Wir überfliegen nächstens, da ist noch ein weiterer Zufluss, die Schussen. Nicht so bedeutend wie vorher die Argen, aber bringt auch etwas Wasser. Wir sehen hier Friedrichshafen. Hier ist der Flughafen, auch mit dem Zeppelin, Startplatz, die Messe. Wir überfliegen nächstens die Einflugschneise. Wir sehen das auf der Karte, die ich mal einblenden kann. Die Einflugschneise mit dem ILS auf die Piste 06. Friedrichshafen, die ganze Stadt, auch eine schöne Seepromenade. Nächstes ist dann Fischbach. Hier. Dann Immenstadt, dann geht's Richtung Meersburg, Überlinger See. So, unsere Navigationsgeräte, die FMS, das sind zwei, die brauchen ziemlich Ressourcen, wenn man die Bildschirme anzeigt, die brauchen wir eigentlich jetzt nicht mehr. Das ist alles okay und wir können es hier beobachten. Also schalte ich die mal auf Standby, damit sparen wir uns einiges an
Ressourcen und der Heli fliegt eher etwas besser. Immenstadt. Dann kommt Hagnau und Meersburg. Da drüben sieht man schon die Insel Mainau. Das ist der Überlinger See. Wir haben jetzt 255 Stundenkilometer, 138 Knoten. Das ist perfekt. Wir haben etwas Gegenwind, etwa 4 Knoten. Ganz leicht von links vorne. Wir überfliegen die Insel Mainau nicht. Wir schwenken vorher Richtung Konstanz. Meersburg mit der Altstadt, Unterstadt, die Oberstadt, der Fährhafen, eine Fähre von Start bei Konstanz, die regelmäßig fährt. Hier nochmal Blick zur Insel Mainau. Und unser Kurs schwenkt jetzt Richtung Westen, Südwesten zuerst. Hier kommt die Uni Konstanz in Sicht. Und hier der Fährhafen Start. Hier nochmal die Uni. Konstanz Altstadt ist hier auf der anderen Seite des Seerheins. Der Rhein fließt hier aus dem Bodensee und beginnt seinen Fluss als Hochrhein. Der Pegel ist etwa 400 Meter über Meer. Da ist der Flugplatz Konstanz, Sportflugplatz, Seglerflugplatz. Hier der Entschuldigung. Viele Anbaugebiete hier. Gottlieben auf der Seite. Das Ried hier. Und da geht's zur Insel Reichenau. Hier weg. Über diesen Damm.
der Zellersee mit der Metnau. Hier hinten ist Radolfzell, Moos, die Höri. Alles tolle Gebiete. Hier ist Ermatingen links. Berlingen nachher. Ermatingen, Mannenbach, Saalenstein mit dem Schloss, wo Napoleon Museum ist. Das soll Napoleon gewesen sein. Das ist Berlingen. Zuflüsse gibt es hier natürlich auch, aber nicht wirklich bedeutende. Da ist Eienhofen. Auf der deutschen Seite Hemmenhofen, Geienhofen ist glaube ich hier, dann die Höri. Hemmenhofen. Da kommt Wangen. Das ist Wangen. Mammon auf der linken Seite und dann kommt da vorne Eschenz, die Inseln Werd, die sehen wir dann. Rechts ist Öningen. Steckborn haben wir schon hinter uns gelassen. Das war auf der linken Seite mal zu sehen. Vielleicht kann ich das noch kurz zurückblenden. Ja, das ist hier oben das Steckborn. Schon ziemlich drüber weg. Hier ist Eschenz und die Inseln Werd und Stein am Rhein. Mit hohen Klingen. Die Burg sieht man leider in dieser Szenerie nicht. Wir fliegen direkt über Stein am Rhein. Dann ist da Wagenhausen. Da kommt die Hemmishofer Brücke. Straße und Bahn. Die Bahnlinie kommt auch. Ja, jawohl, von hier, der Bahnhof hier
Etzwilen und die Bahn und die Straße führen über diese Brücke nach Emmishofen-Ramsen-Singen. Ramsen hier hinten, da ist die Bibermühle. Dann ist hier Schupfen, ein Fischrestaurant bekannt. Und wir nähern uns schon Diessenhofen mit einer netten Altstadt, sehr schön am See gelegen. Eine alte Holzbrücke über den Rhein und Geilingen. Bei dieser Brücke, da können die Schiffe, wenn der Wasserstand hoch ist, nicht durchfahren. Da muss man umsteigen. Wenn es nicht ganz hoch ist, können die Schiffe ihre Kabine oben runternehmen und dann kann man da drüber fahren. Man sieht diese Brücke leider nicht richtig. Und hier St. Katharinenthal mit Klinik, ein altes Kloster, Klosterkirche. Die Lorg, ein schöner Badestrand auch, Landwirtschaftsgebiet überall, Wald. Das hier ist Büsingen, eine deutsche Enklave. Da fliegen wir jetzt rein, hier ist die Grenze. Irgendwo. Büsingen hat noch eine schöne Bergkirche hier oben und gehört eigentlich sozusagen zu Schaffhausen, also sind ganz nach Schaffhausen orientiert, haben noch den Schweizer Franken. Da ist Schaffhausen, da reduziere ich jetzt dann die Geschwindigkeit etwas, damit wir hier Richtung Rheinfall, der hier unten ist, gut abbiegen können. Die Co-Pilotin hier, die überwacht unsere Instrumente. Sie hat eigentlich nichts zu tun, aber ist trotzdem gut, dass sie hier das beaufsichtigt. Ich gehe mal nach unten mit der Geschwindigkeit, möchte etwa auf 100 oder 90 Knoten, weil jetzt geht es hier scharf links, der Rhein. Da sehen wir schon den Rheinfall. Da unten, das ist Neuhausen. Es ruckelt ein wenig, die Grafik ist nicht so toll mit der Performance im Moment. Den Rheinfall haben wir gesehen. Nochmal im Rückblick. Hier die Bahnbrücke und hier der Rheinfall Schlösschen Wörth. Die Autostraße Schaffhausen-Winterthur.
Der Rhein ist hier auf beiden Seiten zu sehen. Er macht hier eine große Schlaufe bei Rheinau, hier mit der Klosterinsel, mit der Klosterkirche Rheinau, die ich selbst sehr gut kenne. Da haben wir mehrere Konzerte gemacht mit der Kantorei, Orchester, Solisten, haben wir tolle Werke aufführen können. Das ist Rheinau, die Brücke nach Altenburg, Jestetten. Hier nochmal die Klosterinsel, da ist die Klosterkirche, auch nicht ganz dreidimensional hier. Und hier ein Stauwehr, da gibt es ein Kraftwerk. So, der nächste große Zufluss ist hier, die Thur. Die bringt natürlich das ganze Wasser vom Appenzellerland, Sentisgebiet, ganze Thurgau, auf dieser Seite, das nicht in den Bodensee fließt. Die Thur hat einen rechten Zufluss, ist total etwa 135 Kilometer lang und mündet hier in den Rhein. So, wir bleiben noch bei dieser Geschwindigkeit von etwa 80 Knoten bis zum nächsten Wegpunkt. Das ist hier unten. Zuerst kommt hier Rüdlingen und Buchberg. Das sind noch zwei Gemeinden, die zum Kanton Schaffhausen gehören. Der sogenannte südliche Kantonsteil, den nördlichen haben wir bei Stein am Rhein überflogen. Das ist Rüdlingen, Buchberg. Und da geht es nun bis hier unten. Das ist eine scharfe Wendung des Rheins mit der Mündung der Töss. Die Stelle heißt Tösseck. Die Töss, die kommt aus dem von Winterthur her, aus dem Turbental, wenn es mir richtig ist. Gehört nicht zu den großen Zuflüssen. Wir biegen hier nach rechts ab, in Flugrichtung nach Westen, Richtung Basel. Das ist das zürcherische Teufen und das ist die Tösseck.
Da sehen wir Eglisau. Kommen wir gleich vorbei. Hier ist Rafts, dieser Teil Kanton Zürich, wird auch Raftzer Zipfel genannt. Liegt nördlich des Rheins, Teil vom Kanton Zürich. Das ist, glaube ich, der einzige Teil, der nördlich des Rheins liegt. Die Rheinbrücke bei Eglisau, die Straße hier von Rafts, da runter, da hinauf, der Bahnhof, Bahnlinie von Schaffhausen her und von Basel her, wenn es mir richtig ist. Wir kreuzen hier die Einflugschneise vom Flughafen Zürich. Die Karte mal angeblendet. Da sehen wir diese beiden ILS Korridore. Der erste auf die Piste 16,16 und der andere auf die Piste 14, die Hauptlandepiste von Norden her. Da könnte es also etwas Flugverkehr haben. Vielleicht käme dann eine Traffic-Warnung im Cockpit. Im Moment sehen wir da nichts. Da liegt Hohentengen. Der Ort, der sich natürlich über den Anflugverkehr auf dem Flughafen Zürich beschwert. Was ist hier? Hohentengen. Und an der Stelle, so kommt da der Hauptanflugsverkehr und hier über den Rhein. Geht in diese Richtung von uns gesehen links zum Flughafen Zürich. So, wir fliegen jetzt nächstens über diese ominöse Einflugschneise. Hier ziemlich genau bei der Brücke vom Kaiserstuhl. Hier rüber und ich blende jetzt die Karte wieder aus.
deutsche Gemeinde Lienheim. Rümiken auf der Schweizer Seite. Melikon. So, das ist der Ort Reckingen ohne C und auf der anderen Seite da hinten war Reckingen Deutsch mit CK. Unterschieden durch die Schreibweise. Dann kommt hier Rheinheim auf der rechten Seite Deutsch und hier Bad Zurzach von Schweizer Seite. Wir könnten nun hier natürlich eigentlich dem Rhein entlang weiter liegen. Wir sehen aber hier links schon diesen Stausee. Da kommt viel Wasser her, nämlich die Aare mit ihren Zuflüssen. Und diese Gegend, die möchte ich gern besuchen. Ich gehe also hier mit der Geschwindigkeit nochmal ziemlich zurück, sicher auf 70 Knoten, weil da gibt es nun ein paar enge Kurven, die der Heli bewältigen muss. So, da sehen wir, ich glaube, das ist Thiengen, jawohl, und Lauchringen hier hinten, Hagelburg, Thiengen, hier, das ist Thiengen, ja, ziemlich lang gezogen. Wir sehen hier etwas in der Ferne den Kühlturm vom Kernkraftwerk Leibstadt. Hier ist die Mündung der Aare. Da ist Waldshut, da ist Koblenz. Wir liegen hier bei Koblenz links weg zum sogenannten Wasserschloss Aare, Limmat und Reuss. Da treffen diese drei Flüsse aufeinander.
Die Aare hier mündet dann in den Rhein und bringt einen Zufluss an Wasser, der größer ist als das, was der Rhein hier von Schaffhausen her bringt. Die vereinigten Flüsse heißen dann weiter Rhein bis in Richtung Basel. Jetzt hier Koblenz, auch mit Bahn- und Straßenbrücke. Da geht es jetzt links weg, Bahnhof Koblenz. Dann sehen wir Waldsund. Hier eine Straßenbrücke und hier ist die Bahnbrücke. Die holt hier aus und hier ist hier ist die Bahnbrücke. Entschuldigung, das ist die Staumauer für den Stausee, Klingnauer Stausee. Denn hier ist Klingnau. Und hier ist Kleindöttingen. Der Seite Klingnau. So, es geht hier weiter, das ist die Aare. Wir fliegen Aare aufwärts. Hier ist das Paul-Scherrer-Institut in Würenlingen. Das ist ein Forschungsinstitut zur Energie, Spitzenforschung in der Schweiz, der 2300 Mitarbeiter. Da ist Forschung für Natur- und Ingenieurwissenschaften das größte Forschungsinstitut in der Schweiz. Teilchenbeschleuniger, wahrscheinlich dieses Gebäude da unten im Wald, das man hier zum Teil sieht, das ist sehr lang. Da ist Siggenthal auf der Seite. Hier Stilli. Die Brücke über die Aare.
Fürlingen. Und hier sehen wir jetzt bereits einen Zufluss in die Aare. Das ist die Limmat. Die kommt von Zürich her, Zürichsee, von der Lindebene dann, oberen Teil des Zürichsees, Richtung Glarnerland. Dort heißt sie Lind. Erst später heißt sie Limmat und hat ihren Ursprung beim Tödi im Glarnerland. Aus die Limmat, dann kommt hier die Reuss. Die Reuss kommt aus dem Luzernischen, also von Luzern her, und hat im Berner Oberland ihren Ursprung, auch glaube ich. Die Aare kommt natürlich auch aus dem Berner Oberland. Hier vereinigen sich diese drei Flüsse beim sogenannten Wasserschloss. Aare, Reuss und Limmat. Und wir fliegen nun über Bruck. Das war zu viel des Guten, dieser Schwenkung. Hier sieht man Bruck mit der Altstadt. Und das ist die Aare. Unsere Route geht nun wieder nach Norden. Der Ort Rieniken. Da gibt es zwei Orte, die heißen Hinterrhein und Vorderrhein, aber ohne H. Interessant. Und hier ist Remigen. Wir fliegen jetzt einfach da geradeaus, da sieht man wie den Kühlturm vom Kernkraftwerk. Leibstadt, sofern nicht dieses blöde Menü angeblendet wird. Da ist Waldshut. Ja, da sieht man nochmal das Paul-Scherrer-Institut. Hier samt der Anlage da im Wald. Hier geht es über eine große Abbaugrube. Ich weiß nicht, was hier abgebaut wird. Es könnte Kalkstein sein. Der Ort Mandach.
ist irgendwo ein Flugzeug, das man gehört hat. Aber ich sehe es nicht. Wir gehen jetzt nochmal zur Aare-Mündung, mindestens in die Nähe, also schwenken hier nach rechts. Da ist die Aare-Mündung mit dem Köllingnauer Stausee rechts. Am besten verfolgt man den Flug auf einer guten Karte. Ich blende hier nochmal die Little Nav Map ein. Die ist gut, wenn man damit fliegt, den Flugplan vorbereitet etc. Aber ja, sonst gibt es andere Karten, die natürlich auch den Zweck erfüllen. Also hier nochmal Koblenz, das ist Waldshut. Hier ist Rhöntal und am Rhein unten das ist Full. Das ist Full und das hinten, das muss Rhöntal sein. Also die Gemeinde heißt Full Rhöntal. Hier die Aare-Mündung, der Rhein, und wir folgen ihm nun. Bis Basel. Waldshut. So. Jetzt haben wir wieder einen Grafikkartenabsturz. Es ist recht mühsam. Ich muss also jetzt versuchen, hier wieder einzusteigen. Also, hier geht es weiter Richtung Basel, dem Rhein entlang.
Links das Kernkraftwerk Leibstadt. Ich kann jetzt die Geschwindigkeit wieder etwas erhöhen. Mal 120 Knoten. Da kommen wir nach Laufenburg. Auf der rechten Seite das badische Laufenburg und auf der linken das schweizerische, das aargauische. Der Rhein hat hier keine großen Zuflüsse mehr, nachdem die Aare einen bedeutenden Anteil des hier fließenden Wassers gebracht hat. Bei Waldshut war natürlich noch die Wutach, die da von der rechten Seite herkommt. Die entspringt am Feldberg, also im Schwarzwald, und fließt durch die Wutachschlucht und dann kurz vor Waldshut, bei Koblenz eigentlich, in den Rhein. Da ist Murg, rechts, wo wir gerade drüber fliegen. Und links davon ist Sisseln. Jetzt unter dem Heli. Da. Das hier ist Stein und Säckingen. Bad Säckingen, Stein. Hier
und das deutsche Säckingen, ja. Bad Säckingen heißt das, glaube ich, auch. Ja. Und auf der Schweizer Seite ist Stein. Ja, Bergsee heißt der. Da hinten gibt es noch weitere Seen. Ja, den sieht man jetzt nicht mehr. Und hier oben, ja. Wallbach und Wallbach-Baden. Kurz die Karte einblenden. Ah, habe sie ausgeblendet. Die war schon eingeblendet. Ja? Also. Geradeaus ist Schwörstadt. Und wir fliegen nun Richtung Rheinfelden. Da vorne Möhlin ist hier. Wieder eine Staustufe, das hat mehrere hier. Natürlich, da wird das Wasser des Rheins zur Energieproduktion verwendet. Rheinfelden-Baden und das schweizerische Rheinfelden mit einer schönen Altstadt. Ja, Basel kommt in Sicht. Wir nähern uns unserem Ziel. Da kommt Pratteln. Dann Muttenz.
Also zuerst ist Kaiseraugs, dann Pratteln, Augst, Augusta Raurica. Die römische Siedlung muss auch irgendwo da unten sein. Das ist Muttenz. Hier alles, glaube ich, ja. Münchenstein da hinten. Und der Roschturm, das sieht man bereits. Basel. Also, ich muss mich da auf die Landung vorbereiten. Das heißt mal Tempo zurücknehmen. Der Hochrhein ist definiert vom Bodensee bis zur mittleren Rheinbrücke in Basel. Da fliegen wir jetzt hin, drehen dann ab und machen den Anflug hier zum Flughafen Basel-Mühlhausen. Der liegt genau da hinten. Wir könnten also eigentlich geradeaus, aber ich muss doch einen einigermaßen rechten Anflug machen können. Also, dafür muss ich mal noch die ...109... 35, ja? Jawohl, machen wir hier auch. Und da sind wir bereit. Tempo geht weiter zurück. Die mittlere Rheinbrücke ist hier unter dem Heli. Der Flughafen ist hier. Wir drehen jetzt nochmal ein wenig nach Süden, um da einigermaßen einen Landeanflug zu haben. Das geht über das Gundeli-Quartier Richtung Binningen. Da gerade vorne ist noch das Bruderholz. Und jetzt geht es rechts. Und ich nehme den ILS. Oh, wir sind noch viel zu hoch. Ja. Jetzt haben wir den Glide Slope und den Localizer. Also mal das Fahrwerk ausfahren. Es
gibt hier auf dem Flughafen Basel-Mühlhausen eine Rega-Basis, obwohl unser Heli mit Rega-Farben bemalt ist. Das ist natürlich eine Fiktion. Die Rega hat keinen Helikopter H160, aber es ist natürlich schön, wenn man da landen kann. Ich hoffe, dass das den Leuten hier hinten drin auch behagt. Es gibt da doch gibt noch ein paar Leute, die hier darauf warten, in Basel anzukommen. Da hat es meistens doch etwas Verkehr in Basel. Im Moment hält es sich im Rahmen. So, da sind wir schon. Ich muss mal den Autopiloten ausschalten. Jawohl. Und machen wir nun eine schöne Landung, hoffe ich. Da ist die Rega-Basis, was mir recht ist, an der Stelle. Jawohl. Also, hier bin noch zu hoch, aber das macht auch nichts in dem Sinn. Da sind wir. Und da möchte ich nach unten.
Also. Wir landen in den Wind. So, da stehen wir. Mache gerade mal die Parkbremse an. Wir sind hier recht schön gelandet. War nicht ganz einfach. Landung ist immer das Schwierigste. Jetzt muss ich den natürlich noch abschalten. Das ist alles soweit in Ordnung. Jetzt geht's hier mal die schalten wir auf Idle. Machen hier mal etwas aus. Müssen ein wenig abkühlen lassen. Ja, läuft natürlich noch. Klimaanlage aus. Nach der Abkühlung 30 Sekunden sollten genügen. Gehen die aus. Und wenn der Rotor unter 50 ist, kann ich die Rotorbremse anziehen. Sobald der Rotor steht, ja, das ist jetzt der Fall, löse ich die wieder und wir müssen noch darauf warten, dass hier der Download abgeschlossen ist. Die Daten werden auf einer Karte gespeichert. Ich mache jetzt noch alle Lichter aus. Das ist nicht hier. Da bin ich am falschen Ort. Das ist hier. Das machen wir auch auf. Aus, das auch. Aus. Aus. Und wenn der Download fertig ist, jetzt ist Download completed, dann kann ich die Batterien ausschalten, alle Schalter auf Off und da sind wir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zu einem anderen Mal und tschüss.